Und wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris sind die französischen Sicherheitskräfte bereits in höchster Alarmbereitschaft. Noch nie waren bei einem Ereignis in Frankreich mehr Polizisten im Einsatz. Rund 45.000, verstärkt noch einmal durch 20.000 Soldaten und private Wachfirmen. Auch aus anderen Ländern kommen Polizisten. Die Olympiaverantwortlichen wollen gegen Zwischenfälle aller Art gewappnet sein. Ob Terroranschläge, die einfache Kriminalität oder aber auch gewaltsame Proteste. We, needless to say, have a huge amount of safeguards in place. Wir haben natürlich jede Menge Vorkehrungen getroffen, wir selbst, unsere Partner und die Organisatoren. Ich werde darauf nicht näher eingehen, selbst wenn ich es erklären könnte, was ich aber nicht kann. Aber alle haben uns versichert, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet sind. Man kann nie zu gut vorbereitet sein, aber wir hatten eine gefährliche Situation in Pyeongchang. Wir haben also Erfahrung, wir wissen, wonach wir gucken müssen. Und soweit möglich haben wir volles Vertrauen, dass wir damit umgehen können. In Pyeongchang, so we have experience, we know what we're looking for, and I think as far as we can have every confidence that we know how to deal with it. Und zugeschaltet ist mir nur die Frankreich-Expertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Frau Franke. Einen schönen guten Morgen, hallo. Wie würden Sie die Lage also beurteilen bei so einem Aufgebot an Sicherheitskräften? Wie angespannt ist die Situation? Es fühlt sich schon relativ angespannt an hier in Paris. Sie müssen sich vorstellen, diese Spiele finden ja wirklich sehr zentral in Paris statt. Und es ist wahnsinnig viel abgesperrt. Es sind wahnsinnig viele Orte, an die man nicht mehr dran kann. An die ganze Seine kommt man nicht mehr dran, obwohl wir ja noch einige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele sind. Viele Pariser sind auch durchaus genervt. Aber man hat natürlich auch einfach Sorge, dass etwas passieren könnte. Insofern ja, kann man auch verstehen, dass da eben so viel getan wird, um die Sicherheit der Wettbewerbe und vor allem eben der Zuschauer zu garantieren. Aber gibt es denn tatsächlich konkrete Hinweise auf Terroranschläge oder Ähnliches? Naja, in Paris, in Frankreich sind wir ja ehrlich gesagt schon seit den Anschlägen im Bataclan, also vor vielen Jahren, auf sehr hohen terroristischen Warnstufen. Wir haben hier nicht nur die Polizei, nicht nur die Gendarmerie, sondern eben auch teilweise das Militär wirklich regulär im Einsatz, die hier patrouillieren. Jetzt wurde die Terrorwarnstufe nochmal hochgesetzt, nicht wegen der Olympischen Spiele, sondern nach den Anschlägen der Hamas im Oktober. Also wir sind sowieso schon auf einer sehr hohen Stufe der Terrorwarnstufe. Und dann kommt eben da die Olympischen Spiele noch hinzu. Inwieweit es jetzt ganz konkrete Anschlagspläne gibt, von denen Polizei und Militär weiß, das weiß ich natürlich nicht, das wird nicht kommuniziert. Aber all das kommt eben in eine Situation, die sowieso schon angespannt ist, sicherheitlich gesprochen. Sie haben eben gesagt, die Pariser sind selbst schon genervt von diesen extremen Sicherheitsvorkehrungen. Merkt man das auch? Färbt sich das so ein bisschen auf die Vorfreude für die Spiele ab? Und könnte das auch ein wichtiger Punkt für die Spiele werden, dass man zu sehr auf die Sicherheit achtet und dadurch halt dieses Unbeschwerte einfach fehlt? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, momentan ist das Unbeschwerte und die Vorfreude noch nicht so richtig da. Ich kann natürlich nicht für alle Pariser sprechen und es gibt sicherlich auch viele, die sich jetzt schon sehr freuen. Aber ich glaube, momentan überwiegt noch so ein bisschen zum einen die Sorge und dann auch die Einschränkungen. Es gibt Metrostationen, die sind zu, man kommt an manche Dinge nicht ran. Ich fahre selber mit dem Fahrrad und muss gegen Umwege fahren. Das ist natürlich alles nervig und noch haben wir ja das Positive nicht. Noch gibt es die Fans nicht, noch gibt es noch nicht die Wettbewerbe. Insofern meine auch persönliche Hoffnung ist, dass mit der großen ersten Zeremonie, die auch auf der Seine stattfinden soll, das wird ja riesig und aufregend und die Athleten werden mit Booten kommen, dass sich dann auch so ein bisschen mehr die Freude einstellt, die bisher ja so ein bisschen überschattet wurde von den Sicherheitsmaßnahmen, von den Absperrungen, ehrlich gesagt auch von der politischen Situation, die wir hatten und haben mit den Wahlen, mit all dieser Unsicherheit. Also vielleicht kommt das noch. Gerade ja, ist so ein Abwarten, auf das vielleicht der positive Teil jetzt auch langsamer anfängt. Also ich kann mich gut daran erinnern, 2012 habe ich über die Olympischen Spiele in London berichtet. Da waren es auch riesige Sicherheitsvorkehrungen, auch eine angespannte weltpolitische Lage. Und dann mit dem ersten Tag, mit der Eröffnungsfeier, da ging es da richtig rund in London. Es war ein tolles olympisches Sommerspielenfest, muss man einfach sagen. 4 Wochen lang traumhaftes Wetter, war alles super. Aber das ist ein anderes Thema. Wie ist denn das eigentlich aufgeteilt zwischen der Polizei und den Soldaten, weil das ist ja auch ein gigantisches Aufgebot an Militär in der Stadt. Also hat man da tatsächlich gesagt, die Polizei ist jetzt für bestimmte Sachen zuständig und das Militär für andere?
Ja, also es gibt generell in Frankreich nicht so sehr diese Vorbehalte, die wir ja in Deutschland haben, Militär auch im Inneren einzusetzen. Und wir haben tatsächlich eben seit vielen Jahren Teile des Militärs, die regulär auf französischen Straßen und gerade in Paris patrouillieren, auch durchaus schwer bewaffnet. Insofern, da gibt es eine Arbeitsteilung. Wir haben jetzt doch wirklich auch sehr viel Polizei nach Paris gezogen, aus anderen Landesteilen, im Übrigen auch aus dem Ausland. Es gibt ja auch einige, glaube ich, deutsche Polizisten, die im Einsatz sind in natürlich sehr spezialisierten Situationen oder Aufgaben. Aber insofern, da wird sehr viel getan, um da eben diese Arbeitsteilung hinzubekommen. Ich muss zugeben, meine größte Sorge ist da inzwischen fast die Sicherheitslage dann in anderen französischen Städten. Man weiß natürlich nicht, was da passieren kann. Und die Polizei und auch das Militär ist jetzt natürlich schon durchaus ja, fokussiert auf Paris in den nächsten Wochen. Frau Franke, ich danke Ihnen für Ihre Expertise, ich danke Ihnen für das Gespräch und hoffentlich lassen wir die Spiele beginnen, dass es wirklich schöne Olympische Sommerspiele in Paris werden. Danke in die französische Hauptstadt. Dankeschön.